Im heutigen City Update geht es hier unten weiter am Schrottplatz. Ich bin schon angefangen und habe so ein bisschen die Container anders angeordnet und eine tolle Szene bereitet. Des Weiteren werde ich hier unten die Schrottplatzfläche vergrößern, den Zaun hier hinten verlängern und auch den neuen Zaun, der von hier bis hier geht. Doch jetzt zeige ich euch erstmal, wie ich hier angefangen habe. Die Container hatte ich ja vorher hier am Zaun entlang stehen, diese ganzen 5. Jetzt habe ich hier 3 stehen und hier 2. Das lockert das Ganze ein bisschen auf und dann sieht das auch nicht so geradlinig aus. Den Gabelstapler, den ich im letzten Video gebaut habe, den werde ich hier nicht mit auf den Schrottplatz nehmen. Das wird einfach viel zu voll, deshalb ohne. Ja, ich nehme euch mal ein bisschen mit. Ich habe, wie gesagt, die Container hier ordentlich verteilt. Dort hinten 3 und hier jetzt diese 2. Gar nicht so schlecht, finde ich. Das lockert das Ganze wirklich ein bisschen auf. Hier habe ich noch einen alten Wagenheber gefunden. Den muss ich unbedingt mit einbauen. Ja, eine Schubkarre schon mit irgendwelchen Krams, was später sortiert wird. Ich glaube, so können wir das absolut lassen. Das ist eine tolle Szene. Hinten liegen schon die Autoreifen rum. Ein bisschen Dreck auf der Erde. Das ist gar nicht so schlecht. So, und jetzt würde ich sagen, bauen wir so ein paar kaputte Autos, die wir dann hier vorne platzieren werden. Ich habe mal ein paar ganz kleine und einfache Autos gebaut, und zwar 4 Noppen breit. Absichtlich, je breiter wir bauen, desto voller wird der Schrottplatz. Ihr seht, das sind die Autos, die von den Mitarbeitern dort drüben schon auseinandergenommen worden sind, und die möchte ich gerne hier platzieren. Einmal diesen blauen, dann habe ich hier noch einen grünen gebaut. Hier habe ich vorne auch schon eine Delle vorne links eingebaut an der Spitze hier an der Front. Ja, ich glaube, das reicht aber vollkommen aus. Wie gesagt, das sind dann die Autos, die später dann hier in die Presse kommen. Und noch ein kleiner roter. Ein kleiner roter ist auch noch dabei. Der kommt auch noch hier oben drauf. So, und ich glaube, da sieht das Bild schon mal ein bisschen besser aus. Jetzt geht es aber gleich erstmal zu den Paketen. Da muss ich noch ganz viele von haben. Also von den gepressten Autos, die dann fertig hier aus der Presse rauskommen. Ja, aber bevor ich das tue, muss ich hier jetzt erstmal ganz viel Unterbau wieder machen. Das heißt, diese große Fläche hier in 2 Brickhöhe und einer Plate mit Fliesen drauf. Damit fange ich jetzt an. Als erstes musste ich hier jetzt erstmal ein bisschen Baseplate hier unten einfügen. Ein bisschen Grundfläche gehört natürlich auch dazu. Und ich habe schon für diese Stelle hier ein Riesenteil gebaut. Es ist ungefähr eine 3/4 Baseplate groß. Wahnsinnig ist das. Schön bunt vor allen Dingen auch, ja. Warum eigentlich nicht? Sieht man gleich eh nicht mehr. Das kommt dann hier vorne rein. Dann bleibt noch so eine kleine Steinreihe eben hier über. Die fülle ich noch auf. Und dann kann ich das Ganze nämlich auch schon befliesen. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze gleich nochmal erneut an. Also, Folgendes. Die Fläche ist jetzt hier soweit drin, der Unterbau. Ich könnte jetzt befliesen, das tue ich auch. Ich wollte euch nur einmal kurz zeigen, was hiermit ist. Diese Mauer wird weitergeführt bis hier, und hier kommt dann eine andere Mauer hin, die dann das andere Grundstück hier umfasst. Aber dazu mehr, das erzähle ich ja jetzt noch nicht. Es geht darum, dass, wenn ich jetzt hier den Zaun baue, aber erst auch hier die Straße einbauen muss oder verlängern muss. Und das möchte ich heute nicht tun. Das wäre mir absolut zu viel, denn was hier an Fläche befließt werden muss, ist noch ordentlich. Denn ich wollte ja auch noch diese kleinen gepressten Autos bauen. Und da muss man auch zahlreiche von bauen. Und deshalb jetzt erstmal Fliesen, dann die Autos. Mit dieser großen Fläche bin ich jetzt erstmal fertig geworden. Ihr seht, eine 3/4 Baseplate umgerechnet ist es. Diese verschiedenen Farben hier drauf von diesem Dark Blue Grey finde ich gar nicht so schlecht. Das gibt so ein bisschen, ja, wildes Flair, sag ich mal. Und das lasse ich auch definitiv so. Wie gesagt, ob hier noch eine Noppe irgendwo drauf kommt, weiß ich noch nicht. Das sehe ich dann, wenn das Gebäude hier noch hinkommt, was über L laufen wird wahrscheinlich. Denn hier sollen jetzt diese kleinen Pakete von den Autos hinkommen, die ich jetzt dann bauen werde. So, um diese kleinen gepressten Pakete von Autos geht es ja, die ja ganz viele kleine Einzelteile beinhalten. Also es sind wirklich ungefähr 30 Stück ungefähr pro Paket, und ich habe wirklich jetzt 18 Pakete gebaut. Aber ich glaube, wenn die so hier in der Ecke stehen, sieht das gar nicht so schlecht aus. Ich habe die so leicht versetzt immer aufeinander gesetzt, ja, wie sie halt dann in Natura auch stehen. Und wenn hier tatsächlich 18 Stück sitzen, ich finde, das sieht hinterher richtig stark aus. Da brauche ich auch noch nicht mal eine Noppe dazu, um die auf dem Boden zu befestigen. Wofür auch, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, Leute, ich finde das richtig klasse. Den kleinen können wir noch davor setzen. So, wunderbar. Ja, und jetzt mache ich mich noch eben an diesen Zaun dran. So, den Zaun habe ich jetzt an dieser Stelle auch soweit fertig. Was meint ihr? Ich finde das richtig stark gelungen. Das sind noch diese alten Zäune aus dem Altgrau.
Und das gibt das gewisse Flair. Es ist ein bisschen ein alter, verrunzter Zaun, sag ich mal. Dieses Zwischenstück habe ich ganz einfach gebaut, hängt auch nur an einer Noppe tatsächlich. Das heißt, mit ein paar Brick Modifieds, einfach gelöst und ja, feine Sache, wie ich finde. Es ist ein bisschen fragil, aber man soll ja auch nicht großartig drankommen. Vielleicht werde ich das Ganze auch noch mit ein bisschen Efeu versehen, höchstwahrscheinlich sogar. Denn wie gesagt, was hierhin kommt, das kann ich ja jetzt noch nicht verraten, aber es würde dazu gut passen. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir hier heute ein super klasse Bild hingelegt haben und viel geschafft haben. Allein diese ganzen Pakete, wie gesagt, ein Paket hier von diesen gepressten Autos aus 30 Teilen, 18 Stück, die Autos, die ich hier gemacht habe, die Szene dort hinten eingebaut, wie die Autos auseinandergenommen werden. Hier dann, wie gesagt, die ganze Fläche gestaltet, den ganzen Unterbau dazu gemacht. Ja, es war richtig viel zu tun. Und last but not least, diesen Zaun. Ja, das ist doch wohl echt klasse. Somit steht die Größe des Schrottplatzes eigentlich fest. Ihr seht es, vom Zaun bis hier vorne hin ziemlich groß geworden, das Ganze. Ja, aber er ist noch nicht fertig, wie gesagt. Das kommt in der nächsten Runde, wenn wir dann hier wahrscheinlich das Gebäude hinbauen. Ja, das war's soweit erstmal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da. Dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Und zu den Kommentaren, ich glaube, das lasse ich. Ihr wisst, die lese ich ja so gerne. Also, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde, wenn es hier bei dem Gebäude am Schrottplatz weitergeht. Und ich freue mich riesig drauf. Und natürlich werden wir auch in dem Zug hier die Straße einfügen. Das ist natürlich auch ganz klar. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!